Hallo lieber Schütze, das ist eine Botschaft, eine zeitlose mit gesprungenen Karten für das Kollektiv der Schützen. Ich bin gespannt, was ich euch sagen darf. Da ist mir schon eine rausgekeugelt. Und es ist hier der Heiler des Denkens. Hier wird gesagt, dass es eine Zeit ist, wo du alles tun kannst, was du dir vornimmst, wenn dein Herz offen ist. Die Möglichkeit besteht, dass es viele Dinge gibt, auch auf einmal, was dir eigentlich nichts ausmacht, solange du eben weißt, dass das zum Wohle von allen ist. Hier geht es auch um die Eigenschaft oder deine Fähigkeit, schwierige Situationen mit Anmut zu meistern. Also das, was du jetzt vor dir hast oder was es um dich herum alles zu tun gibt, das schaffst du mit Bravour, lieber Schütze. Hier kündigt sich das Ende einer Ära an. Das heißt für dich, dass etwas wirklich ganz zu Ende geht. Da gibt es Akzeptanz, da ist Vollendung pur. Und genau dieses Ende von irgendeiner Situation in deinem Leben kann dich ein bisschen fordern oder ist damit verbunden, dass du einiges zu tun hast, was du aber sehr gut hinkriegst oder meistern wirst. Hier haben wir unten noch das spirituelle Wachstum. Du kannst dir also denken, dass das, was hier gerade in deinem Leben um dich herum passiert, auch verbunden mit einem völligen Abschluss, gibt dir hier eine Chance, spirituell gewachsen zu sein oder dient auch deinem spirituellen Wachstum. Hier haben sich zwei auf meine Hände umgedreht. Ja, wenn man daran glaubt, geht es hier darum, dass man Genesung in die Dinge bringt, aller Leben, allen vergangenen Inkarnationen sozusagen. Und es geht bei dir gerade darum, die Vergangenheit genesen zu lassen, damit die Gegenwart besser leben kann. Und du darfst hier deine Worte verbreiten, auch auf jedes Wort achten, was über deine Lippen kommt. Aber hier ist auch das gesprochene Wort von dir heilsam für andere. Also du kannst mit deinen Worten andere berühren und denen was geben. Du bist auf jeden Fall bereit für die Dinge. Hier kriegst du ja schon gesagt, du schaffst es, schwierige Situationen gut zu meistern. Und hier unten haben wir noch die hilfreichen Personen. Eine Karte ist mir jetzt auf den Boden gefallen, die sage ich dir dann am Schluss, denn sonst verstelle ich jetzt hier mein ganzes Kamerabild und das möchte ich nicht. Also hier kommen auch Menschen in dein Leben, die werden dich unterstützen. Da, wo etwas zu Ende geht, kommen Menschen, vielleicht auch Situationen, die sehr hilfreich für dich sind. Ja, guck mal, lieber Schütze, du hast hier die Brennnessel, Kümmernisse fliegen davon. Hier wird etwas gereinigt, befreit von Belastendem und deine Energie kann dann wieder besser fließen und freier, um dass du auch Neues wachsen lassen kannst. Hier unten, und das finde ich jetzt schon wieder sehr witzig, hast du den Baldrian. Ich vermute tatsächlich, es gibt einiges zu tun. Es könnte viel werden um dich rum und der Baldrian bringt dir hier ein bisschen Ruhe mit, nimmt dir auch die Angst vor der Dunkelheit, holt die Schatten ins Licht und deine Selbstliebe wächst.
Die Situation, in der du gerade bist oder was um dich herum geschieht, hat viel mit dem Thema Bewertung zu tun. Das kann sein, wie bewertet man dich, wie bewertet man die Situation, wo bewertet man vielleicht auch zu viel oder zu wenig. Gar nicht zu bewerten ist schwierig, weil wir haben ja alle unsere Meinung und die Meinung ist ja auch irgendwo eine Bewertung. Oder aber es gibt hier irgendeine Thematik, wo du eben einen bestimmten Trigger hast, der aus dieser Bewertung kommt. Hier kriegt etwas einen Schwung nach vorne, also gib auch da die Energie rein. Und geh hier mit Entschlossenheit deinen Weg weiter. Vergesse nicht, im Hier und Jetzt zu leben, also nicht so viel in der Vergangenheit hängen, auch nicht so viel nach vorne preschen. Das Hier und Jetzt hast du, glaube ich, ganz genügend zu tun, um die Dinge zu bewerkstelligen. Ja, wir haben die himmlische Nahrung für dich. Hier geht es darum, lichtvoll nährende Energien in dich aufzunehmen, um auch leichter zu schwingen, um keine schweren Dinge in dir drin zu haben, die du sozusagen verdauen darfst. Es geht um das Gefühl der Stabilität, es geht um die Themen, an denen du schon lange arbeitest. Es könnte unter anderem um eine berufliche Situation gehen. Und es geht darum, verbindlich zu sein, verfestigt in einer Beziehung zu leben, Arbeitsaufträge zu kriegen, Stabilität in Beziehungen zu fühlen, an Beziehungsdingen arbeiten. Und vielleicht geht es bei dir auch um Vertragsdinge im häuslichen Bereich, wo hier so eine Stabilität reinkommt. Möglicherweise verbindest du Haus und Beruf miteinander oder es gibt viel Arbeit auch am Thema Haus, Häuslichkeit. Zweifel, Selbstzweifel, kluge Züge auch, gucke genau hin, achte auf Ehrlichkeit und Unehrlichkeit, sei auch ehrlich zu dir selbst. Und unten haben wir noch dein seelisches Konstrukt, das hier mehr Stabilität kriegt. Also es geht hier auch sehr viel um emotionale Dinge bei dir, die hier mehr, hier hast du 3 Stabilitätskarten, ne? Da kannst du dich verankerter fühlen und getragen, auch wenn es viel ist. In diesem Deck gibt es für die Finanzen eine andere Karte, deshalb nehme ich die Fische für dein Seelenleben. Und als Krafttier kommt zu dir der Elefant und das finde ich jetzt sehr speziell. Wir hatten ja hier mit der ersten Karte schon, dass es einiges gibt, was du bewerkstelligen darfst, um einen Prozess in Vollendung und Akzeptanz zu bringen. Und der Elefant hat ja eben auch die Möglichkeit, sich durchs Dickicht zu wühlen, ne? Der schiebt große Berge mit Leichtigkeit vor seiner Nase weg und da doppelt sich das ein bisschen für dich. Der Elefant steht hier auch für das Thema Weisheit und der betritt eben dein Leben oder dein Kartenblatt hier im Moment, um dir zu verkünden, dass Hindernisse, die auf deinem Weg sind, jetzt beseitigt werden. Er bringt dir Hilfe, Unterstützung und Kraft mit. Und er bahnt sich wirklich durchs Dickicht des Lebens und räumt den Weg frei, damit dir dann auch viele folgen können. Er bringt dir auch wieder Fruchtbarkeit, Glück und Gelingen in allen Angelegenheiten
und er schenkt dir auch eine robuste, stabile Natur. Andererseits ist da eine hohe Feinfühligkeit, eine große Sensibilität und der Elefant ist auch ein sehr soziales Tier, ne? Im Umgang mit anderen. Bei dir geht es jetzt verstärkt darum, deinen Platz wieder einzunehmen in der Gemeinschaft, der dir auch zugedacht ist. Und du sollst auf dich gucken und dich nicht mit anderen vergleichen, deine eigenen Qualitäten und Stärken erkennen und inneren Frieden zu schließen, den Augenblick leben, deiner Führung zu folgen, wird jetzt ein Thema. Und der Elefant sagt ja auch noch, deine Lebenssituation wird stabil und tragfähig. So, jetzt gucke ich noch, was auf der Karte unter meinen Füßen liegt. Und das ist die Fülle-Karte. Moment, die Fülle. Nein, es ist eine Zeit, die Zukunft. In naher Zukunft liegt hier auf dem Boden. Ich komme nicht dran. Ich schaff's noch. Mein Gott, die Karte ist wirklich ins letzte Eck geflogen. In naher Zukunft. Also bei dir liegen die Dinge nicht weit weg. Entschuldigt, jetzt habe ich die ganze Kamera verstellt. Jetzt, ne? In naher Zukunft, das ist jetzt. Hier gibt es keine langen Zeiträume mehr. Und es freut mich für dich. Lieber Schütze, ich drücke dich und bis bald.